Wir sind Tobi und Stefanie. Am 23. Mai sind wir im Osten Kanadas angekommen und hoffen, dass wir es im November bis nach Vancouver Island schaffen. Mal schauen, sind wir uns noch nicht ganz sicher, wie wir vorwärts kommen, weil wir jetzt wirklich auf der Autobahn, also auf dem Highway, vorwärts kommen müssen. Uns aber natürlich da nicht draufstellen können, sondern an irgendwelche Auffahrten. Genau, mal schauen. Wir haben am Campground versucht, eine Mitfahrgelegenheit zu bekommen, aber der Verkehr ist so wenig. Deswegen versuchen wir jetzt zur nächsten großen Highway-Auffahrt zu laufen. Das ist allerdings 5 Kilometer entfernt. Das dauert ein bisschen. Und uns machen die Mücken tot. Ach Leute, was für ein Tag. Okay, also erst 5 Kilometer zum Highway, zur Autobahnauffahrt gelaufen, dort 3 Stunden lang rumgestanden. Teilweise im Regen, es war ziemlich kalt und die Laune wurde immer schlechter. Dann sind wir zur Tanke gelaufen, haben uns dort ein bisschen aufgewärmt, die da in der Nähe war. Und dann haben wir langsam Hummeln im Hintern bekommen, weil wir mussten ja in unser Airbnb. Dann sind wir wieder raus. Und der Erste, der da lang fährt, nimmt uns mit. Das war so geil. Ja, also zumindest bis in die nächste große Stadt oder größere Stadt. Und von hier nehmen wir jetzt den Bus, weil es sind jetzt nochmal, ich glaube, 120 Kilometer. Und ehe wir uns jetzt wieder an die Straße stellen, gehen wir auf Sicherheit. Und genau, jetzt haben wir nochmal ein bisschen eingekauft und warten auf den Bus, der dann in fast 3 Stunden fährt. Aber dann können wir nochmal Chilinski machen bis dahin. Wie wir da so in der Mall sitzen, kommt da so ein Typ vorbei und spricht die Steffi an und was wir denn so machen und wo es denn hingehen soll und dass wir zur Bushaltestelle wollen, so fast 2 Kilometer. Und er meinte, ja, es gibt eine Abkürzung und so und bla und hin und her. Und irgendwann steckt er ihm halt vor, ach, wisst ihr was, ich fahre euch einfach hin. Ja, ziemlich cool. Und plötzlich kommen die Leute von alleine. Warum denn nicht schon vorher? Hat uns dann dahin gefahren, mussten wir also nicht laufen. Haben dann mit McDonald's gewartet und dann gegenüber zur Tankstelle gegangen, wo dann die Bushaltestelle war. Hat natürlich wieder schön geregnet. Genau, und dann kommt der Bus und der guckt halt so auf sein Smartphone, der Busfahrer, und sagt halt, also ich habe keine 2 Leute, die ich hier einsammeln soll. Wir gucken auf unsere Tickets. Verdammt, da habe ich halt natürlich die Tickets für morgen gebucht und nicht für den heutigen Tag. Aber wir sind in Kanada, alle Leute sind nett und cool und die haben das dann irgendwie geregelt bekommen, die haben mit irgendjemandem telefoniert. Ja, und dann sind wir dann mitgefahren. Ich bin gespannt, ob morgen vielleicht noch eine Rechnung kommt. Ja, und jetzt sind wir hier bei Brandon in einem kleinen, gemütlichen Haus. Sehr alt ist wohl das Haus, hat er gemeint. Und haben gleich erstmal Sauerkraut bekommen und eine Bockwurst. Ja, hier gibt es auch 2 kleine, sehr wuschige und flauschige und weiche Katzen. Mal gucken, was uns morgen so erwartet. Gute Nacht. Baby, you give me ice and fire.
So, guten Morgen aus North Sydney. Wir versuchen heute zum Cabot Trail zu kommen. Das Wetter ist nicht so geil und alle denken, der Nationalpark ist geschlossen und die Trails auch. Es wurde hier allerdings aufgehoben, wegen dem ganzen Feuer gab es ja überall diese Verbote. Und gestern kamen noch 2 französisch sprechende Kanadier aus Quebec und die sind den Trail gestern gefahren. Also das ist so eine Panoramastraße. Und ich fragte so, na, wie ist denn der Verkehr dort? Und er meinte, 0. Das heißt, es könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden bei ungünstigem Wetter und wenig Verkehr. Na gucken, wir versuchen es trotzdem. Und ja, mal sehen. Go! Okay, also vom North Sydney zum Anfang vom Cabot Trail hat schon mal gut funktioniert. Es hat jemand mitgenommen, der 2 Jahre lang getrampt ist in Australien. Jetzt versuchen wir noch auf die Fähre zu kommen. Die kleine Mini-Fähre. Mal gucken, ob die Leute mitnehmen, die nur zu Fuß kommen. Oh je, habe ich jetzt meine Mütze vergessen? Guys, I'm Tony. Tony, Toby. Toby, Like Tobias. And I'm Stephanie. and Stephanie. Cool. Nice to meet you, thank you. When I was young, I used to hitchhike this road a lot. Oh, okay. Yeah. It was easy to get a drive. You knew most everyone. Okay. Yeah. Mann, also irgendwie wird es immer besser. Wir sind quasi die Fähre rüber gesetzt, dann hat uns kurz jemand mitgenommen, 6 Kilometer. Und danach kam Raymond, ist hier aufgewachsen, ist dann in den Westen gezogen von Kanada und kam dann wieder zurück und arbeitet hier oder hat hier gearbeitet als Park Ranger sozusagen. Und ihn kennen hier alle. Richtig cooler Typ, also der hat hier alles erklärt, der hat uns noch rumgefahren. Heute Abend gibt es noch Live-Auftritt von einem Irish-Sänger. Richtig cool und er hat noch so seine Lebensgeschichte erzählt, die war auch sehr dramatisch. Und jetzt sind wir auf einem fast leeren Zeltplatz, haben hier so eine Hütte, wo wir uns auch unterstellen können, wenn es regnet. Also echt, läuft gerade ganz gut. Besser als gedacht, Verkehr ist wenig, aber es geht noch. Also es kommen schon ein paar Leute vorbei. Und also wirklich so die Einheimischen, die von hier kommen oder die dann sagen, hier, ich wohne da und da, das sind doch eigentlich dann diejenigen, die anhalten. Echt cool. On my very first job, I said, thank you, please. You made me scrub a parking lot down on my knees. Then I got fired for being scared of bees, and they only give me 50 cents an hour. Father, forgive us for what we must do. You forgive us, and we'll forgive you. We'll forgive each other till we both turn blue, then we'll whistle and go in heaven. Oh, heute wird es mal ganz fein in der Celtic Lodge zum Irish Music Man. Makes Irische Music. Volksmusik. Ja. Mal gucken. Sieht auf jeden Fall ein bisschen edler aus. Aber der Raymond hat uns ja schon ein bisschen durchgeführt vorhin. Und er hat gesagt, man kann einfach reingehen und sich das anhören. We'll forgive each other till we both turn blue, then we'll whistle and go fishing in heaven.
forgive us for what we must do.